Und ich habe heute einen super Gast da, Benny König von King und Potter. Dadurch hat man einfach eine Bandbreite von Menschen, die da plötzlich zusammentreffen und sich gemeinsam einen Moment nehmen, die Musik zu genießen, jeder auf seine Art und Weise. Es hat etwas Verbindendes in einer Ehrlichkeit, die ich persönlich sonst nur sehr selten erlebt habe. Es ist gar nicht so einfach, sich vor viele Menschen zu stellen, vor allem oder auch vor wenige Menschen, kann auch ganz, ganz heftig sein, wenn man etwas von sich selber herzeigt, was so ganz tief aus dem eigenen Herzen kommt. Ich denke, es ist ganz wichtig, die eigenen Ideen, die eigenen Songs, was auch immer es ist, das eigene musikalische Gut als Kapital zu sehen. Das ist etwas unglaublich Wertvolles, was man hat und womit man verantwortungsvoll umgehen muss. Du hast wieder draufgeklickt bei Großartig. Ich freue mich sehr. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, untertags, keine Ahnung, wann du draufgeklickt hast. Wir sind heute wieder in den heiligen Hallen von YMI Records und ich habe heute einen super Gast da. Ich würde sagen, in meiner persönlichen Wahrnehmung einer der Top 5 Sänger für mich, die wir hier im Land haben. Benny König von King und Potter. Hallo Benny. Servus. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich auch darüber, dass wir heute eine Session machen werden am Schluss der Sendung. Mhm. Und da gehen wir aber dann nachher noch drauf ein, was ich hätte mir nämlich einen Song gewünscht und schon rausgeschrieben. Aber okay. Da reden wir dann am Schluss drüber. Ja, da bin ich gespannt. Ja. Übrigens kannst du uns unterstützen, indem du likest, kommentierst, abonnierst oder sonst, was man halt so auf YouTube machen kann, wird uns sehr helfen und dann können wir weitere geile Sendungen produzieren. Lieber Benny, King und Potter, zu der Geschichte kommen wir vielleicht später. Was ich am Anfang gerne wissen würde von dir ist, wie bist du eigentlich zur Musik gekommen? Ich bin in Berlin zur Welt gekommen. Tatsache. Als Sohn von Künstlereltern. Okay. Und die haben mir schon ganz früh unglaublich viel Kunst vermittelt, mit auf den Weg gegeben und haben mich auch tatsächlich zu den Sängerknaben in den Kindergarten schon geschickt. Das heißt, ich bin mit Musik unglaublich früh in Kontakt gekommen. Es hat eigentlich nie besonders viel Spaß gemacht oder mich besonders beschäftigt, bis ich es nicht mehr machen musste. Und so war das oft bei mir. Ich habe auch angefangen in der Musikschule Klavier zu üben und zu lernen. Und es hat überhaupt nicht funktioniert, nicht gegriffen, bis ich es dann nicht mehr machen musste. Also in Wirklichkeit, wie bin ich zur Musik gekommen, zu der Musik, die ich auch heute mache? Das war in Wirklichkeit dann später in der Schule, als ich meinen Kollegen Martin Hafner kennengelernt habe, mit dem ich später auch King und Potter gegründet habe. Und wir uns einfach gemeinsam verliebt haben in Deep Purple und Green Day und so weiter. Also es war alles Mögliche dabei. Das heißt, der Martin heißt gar nicht Potter, sondern Hafner. So wie ich auch nicht King, sondern König heiße. Gut, das ist aber naheliegend, da kann man einen Konnex irgendwie herstellen. Ja. Von Hafner auf Potter. Das ist tatsächlich die wortwörtliche Übersetzung des Hafners. Echt? Ja, okay, genau. Gut. Ja. Übrigens, was mir auch noch einfällt, uns gibt es jetzt auf Spotify. Das heißt, du kannst das Ganze rein audiomäßig auch auf Spotify hören. Hör mal rein in Spotify. Ihr habt angefangen als Straßenmusiker. Wie ist das? Eigentlich haben wir nicht als Straßenmusiker begonnen, sondern als Schulband. Ganz klassisch, wie man sich das vorstellt. Furchtbarer Sound, viel zu laute E-Gitarre, noch viel lauteres Schlagzeug. Im Keller des Schlagzeugers zu Hause. Und haben erstmal einfach Green Day gecovert und so weiter. Wollten einfach mal richtig Lärm machen. Und das haben wir auch geschafft. Und es hat nicht lange gedauert, bis wir dann dachten, es müsste doch möglich sein, die eigenen Ideen in einen ganz eigenen
Song zu packen. Und dann haben Martin und ich uns hingesetzt und haben unseren ersten Song geschrieben. Und das war so ein ganz großer Moment für uns. Wir hatten uns nie Gedanken darüber gemacht. Es war so eine ganz spontane Eingebung. Und wir waren damals überhaupt sehr impulsiv. Und das war eine großartige Erfahrung. Und dann wollten wir weitermachen. Wir wollten mehr Songs schreiben. Wir wollten ein Album schreiben. Ums Produzieren ging es noch gar nicht. Das war wirklich einfach ein Songs kreieren, Musik kreieren, so wie es einem selber gefällt, mit dem Text, den man von sich geben möchte. Das war eine ganz großartige Erfahrung, die uns dazu gebracht hat, uns immer weiter mit uns selber und auch mit unserer Musik zu befassen. Und das hat dann später, aber wirklich Jahre später erst dazu geführt, dass wir auch auf die Straße damit gegangen sind. Das heißt, es ging tatsächlich bei euch primär mal wirklich ums Songwriting. Absolut, eigentlich. ja. Okay, das ist also interessant, es ging erstmal ums Songs covern und Lärm machen, gemeinsam in der Gruppe. Und dann die Erfahrung zu machen, einen Song selber zu schreiben, also musikalisch und textlich, und den dann gemeinsam mit den Freunden in der Bandprobe zu interpretieren und plötzlich nicht mehr etwas nachzuspielen, sondern etwas ganz Eigenes geschaffen zu haben. Das war so besonders. Und das Produzieren war da in dem Moment noch gar nicht so? Nein, überhaupt nicht. Okay. Also das ist nämlich eher ungewöhnlich, so in meiner Erfahrung, dass das Denken bei den meisten, glaube ich, schon gleich einmal ist so Album machen und also nicht nur Album schreiben, sondern wirklich aufnehmen und auch auf große Bühnen bringen und so dieses Denken von Producing eigentlich im Gesamten. Ja. Ich denke, darin ist auch überhaupt nichts Falsches. Also wir hatten das so nicht zu diesem Zeitpunkt. Bei uns war das wirklich so ein Step-by-Step-Prozess, den wir unglaublich genossen haben. Und das war bis jetzt auch in meiner musikalischen Karriere immer so ein Träger meines Glücks und meiner Motivation. Ich kann wirklich behaupten, glücklich zu sein und privilegiert zu sein in gewisser Weise, weil ich einfach immer unglaublich großen Spaß hatte an Musik. Wir haben diese kleinen Schritte immer als große Erfolge gefeiert. Es war für uns der erste Song ein unglaublich großer Erfolg. Welcher war das? Ist das einer, den man kennt? Den haben wir tatsächlich auf unserem zweiten Album. Ja. Das ist noch nicht allzu lang her, dass das erschienen ist der veröffentlicht worden dann. Den haben wir dann fertig gemacht und dachten uns, der muss da jetzt drauf. Der heißt Free. Okay. Ja. Und wir haben da diese kleinen Schritte immer als große Erfolge gefeiert. Und wie gesagt, das war der erste Song, den dann mit den Freunden zu spielen in der Bandprobe. Dann das eine Konzert, das man in einem Jahr hatte, wo die ganze Klasse kam. Ja, ich weiß noch, das war das Replugged. Kennst du vielleicht das Replugged? Ja. War unglaublich aufregend. Das war für uns der große Durchbruch. Also, ich meine, so haben wir das gefeiert. Ja, na klar, natürlich. Es war natürlich nicht, wir haben jetzt nicht gedacht, dass wir dann berühmt sind nach diesem Konzert, aber wir haben es in dieser Weise, in dieser Magnitude haben wir das gefeiert. Und das war immer wieder der Fall, auch als wir angefangen haben, Straßenmusik zu machen. Für uns war das auch gar keine Battle-Musik. Ja, wir haben daran gar nicht gedacht. Das war für uns, wir wollten an die Menschen mit unserer Musik. Und ich denke, wir waren auch gar nicht besonders gut in dem, was wir da getan haben. Es hat aber trotzdem unglaublich Spaß gemacht und wir haben dann unser erstes Taschengeld verdient. Da waren wir noch recht jung, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie alt. Das wollte ich gerade fragen, weil das ist ein interessanter Aspekt, in welchem Altersbereich wir uns da jetzt gerade bewegen. Ja, ich überlege gerade selber. So ungefähr. Das fällt mir jetzt gerade schwer einzuordnen. Ich würde mal sagen, das müsste dann 16. Okay, ja. Irgend sowas in die Richtung gewesen sein. Jedenfalls, es hat unglaublich Spaß gemacht und wir hatten immer wieder so ein bisschen Publikum. Das wurde dann immer mehr, ja, muss man schon sagen. Es war uns ja auch immer wichtig zu wachsen und man will ja dann auch mehr erreichen und mehr und mehr und mehr. Aber das hat unglaublich Spaß gemacht. Und Entschuldige, dass ich da reingrätsch. Das Publikum wurde mehr, du meinst jetzt bei euren Gigs in diversen Lokalen? Straßenmusik. Nein. Das heißt, die Leute sind gekommen, weil sie gewusst haben, es spielt heute... Das kam dann später auch. Also wir haben das tatsächlich so gefeiert und so geliebt, dass wir Touren geplant haben und wirklich angefangen haben, damit herumzureisen in verschiedene Städte
Ja, erstmal waren das so ganz merkwürdige Ziele. Also merkwürdig im Sinne von wenig Tourismus, eigentlich wenig los. Ich weiß noch, wir waren in Freistadt. Ja, weiß nicht, da kommt man eigentlich nicht drauf, oder? Wir haben da versucht, sein Konzert zu promoten, was wir in der Gegend dann hatten. Das war auch das erste auswärtige Konzert, was wir da mit der Schulband hatten. Das war eine unglaublich aufregende Zeit. Und da ist das Publikum dann sukzessive gewachsen, weil wir, denke ich, auch einfach etwas besser geworden sind in dem, was wir da gemacht haben. Also Straßenmusik ist ja gar nicht so einfach. Wenn du ein Mikrofon hast und weiß ich nicht, eine Möglichkeit, das Ganze später noch abzumischen und auszuproduzieren, dann ist es deutlich, dann ist man musikalisch deutlich flexibler. Ja. Man kann Balladen machen, man kann ganz zart und man kann sehr dynamisch musizieren. Auf der Straße ist das unter Umständen eingeschränkt. In Wien zum Beispiel darf man gar keine Verstärkung verwenden. Ja. Damals gab es sowieso noch gar kein U-Bahn-Stars, ja, so wie wir das heute in Wien kennen. Das heißt, wir waren immer angewiesen auf unsere 2 Akustikgitarren und unsere 2 Stimmen und haben einfach Vollgas gegeben und irgendwann wurde das einfach immer gefasster. Wir wussten, wir hatten ein Programm, eine Mischung aus Covers und eigenen Songs, haben uns dann eben auch beschäftigt mit der Dynamik so eines Straßenkonzertes. Ja, wie ist das denn dann eben auch schön für die Menschen, die zuhören? Also wie kann man so eine Spannungskurve finden? Wie lange spielt man da circa? Straßenkonzert, das ist ganz unterschiedlich. Also ich denke mal 30 Minuten ist so das Minimum und dann war es oft eine Stunde. Länger haben wir nie am Stück gespielt. Ich hatte dann auch... Ist auch für die Stimme schon Ich hatte dann auch relativ schnell Probleme mit meiner Stimme. Denke mal, ja. Also die ist dann sehr heiser geworden. Hatte dann einen tollen Gesangslehrer, der mir geholfen hat, eine Stimmtechnik zu entwickeln, die dann wirklich geholfen hat und mit der ich dann auch meine ganzen großen Straßenmusiktouren machen konnte. Das wurde dann nämlich richtig viel. Also wir haben richtig Touren daraus gemacht, die wir auch angekündigt haben. Das heißt, da gab es die Out on the Street Tour und da haben wir dann geschrieben, wann wir wo sind, ungefähr, ja, München und wir sind dann mal bis nach Kopenhagen gefahren und waren in Amsterdam und waren in Dublin und wir waren ständig unterwegs. Wir haben dann sogar in München zum Beispiel am Marienplatz, das ist dieser große Hauptplatz in München, haben wir übernat an der Touristeninfostelle. Das war jetzt gerade meine Frage gewesen. Ja, wie um eine Lizenz zu bekommen für den nächsten Tag. Das war großartig. Ja. Den ersten Schneefallen zu sehen zum Beispiel, da liegt man unter solchen Arkaden, wunderschön, in Schlafsäcken natürlich und einfach tolle Erfahrungen. Und dann spielt man da und dann fährt man zurück, völlig erschöpft, völlig müde, aber mit diesem beglückenden Gefühl und diesen Eindrücken der letzten Tage, diesen vielen Menschen. Das waren ja teilweise wirklich große Straßenkonzerte. Also das kann man sich schon vorstellen wie, weiß ich nicht, ja, mindestens mal so ein gefülltes Replugged. Also da gibt es dann teilweise riesige Trauben. Ja. Und das ist einfach ein irres Gefühl. Weil in dem Moment, wo man auf der Straße Menschen anzieht, zieht man die unterschiedlichsten Menschen an. Das sind nicht einfach nur deine Fans oder die Bubble, die halt diese Musik hört. Weil du bist eigentlich verhältnismäßig genrebefreit unterwegs. Du hast 2 Akustikgitarren, Songs, die teilweise kaum jemand kennt oder überhaupt niemand kennt. Und es lässt sich nicht so schnell in ein Genre einfassen. Und dadurch hat man einfach eine Bandbreite von Menschen, die da plötzlich zusammentreffen und sich gemeinsam einen Moment nehmen, die Musik zu genießen, jeder auf seine Art und Weise. Das hat etwas Verbindendes in einer Ehrlichkeit, die ich persönlich sonst nur sehr selten erlebt habe. Weil man spricht ja oft von Zusammenhalt und Solidarität und so weiter. Aber wenn dann die Menschen auf so eine Art und Weise zusammenkommen, dann hat man plötzlich wirklich das Gefühl, dass es eine Verbindung gibt, die auch politische Grenzen und so weiter sprengen kann. Ist wirklich für mich eines der stärksten. No, und natürlich auch, kann ich mir Gefühle. vorstellen, der internationale Aspekt, weil du ja sehr viel mit Tourismus auch zu tun hast in solchen Zentren, weil du wirst halt auf öffentlichen Plätzen, wie du sagst, spielen und da hast du halt einfach die ganze Welt stehen irgendwo. Und
ich kann mir vorstellen, dass da dieses typische, die universelle Sprache, Musik, Narrativ da wirklich funktioniert. Mhm. Absolut, ja. Ich meine, eben, da spielt das Genre dann auch keine so große Rolle mehr. In dem Moment, wo auf der Kaufinger Straße in München da ordentlich was los ist und viele Menschen sind, gibt es einfach noch etwas über die Musik hinaus, was einen dann mit dem Publikum und das Publikum mit einem und das Publikum untereinander verbindet. Und ich bin ein großer Freund des Nicht-Totredens von solchen Dingen. Ich denke, man kann diese Phänomene versuchen zu erklären und zu erfassen. Ich finde es einfach schön, dass es das gibt. Und das ist ich finde es wunderschön, diese, soll man sagen, Metaebene gemeinsam mit einem Publikum zu erreichen, das man persönlich überhaupt nicht kennt. Und auch demografisch gar nicht einschätzen kann. Ja. Das ist wirklich groß. Und deswegen haben wir auch diese Form des Musizierens immer wieder versucht zurückzuholen. Es ist dann schwierig, wenn man anfängt, eben auch Konzerte auf Bühnen zu spielen, Studio-Sessions zu haben, irgendwie auch einen Schedule zu haben, Alben produzieren zu müssen und so weiter. Da gibt es ja doch sehr viel im Leben eines Berufsmusikers, das weißt du ja. Und vor allem als Sänger kann man dann einfach nicht regelmäßig auf die Straße gehen und sich die Seele aus dem Leib schreien. Ja. Egal, wie gut die Stimmtechnik gegen Heiserkeit ist. Ja. Das ist dann auch völlig egal. Aber es war wirklich besonders. Cool. Ja. Und wie ist es dann dazu gekommen, zu dem, was es jetzt ist? Ja, also im Grunde genommen war das dann eben auch so ein Schritt auf dem Weg, dass wir angefangen haben, unsere Musik zu produzieren. Das haben wir selber gemacht. Das hatte den Hintergrund, dass wir unseren Zuhörern auf der Straße auch eine CD mitgeben wollten. Okay, daher weht der Wind, verstehe. Wir wollten, dass sie auch etwas über diesen Auftritt hinaus von uns haben und uns folgen können und wir uns auch mit ihnen verbinden können. Es war ja auch ein tolles Gefühl, da mit einem mehr oder weniger internationalen Publikum verbunden zu sein. Daher kam übrigens dann auch die englische Sprache in unseren Songs. Wir haben auch deutsche Musik geschrieben. Wir waren da nie so, wir haben uns da nie so festgelegt. Wir hatten schon immer auch musikalische Idole, die deutschsprachige Musik gemacht haben und dadurch, dass wir dann aber tatsächlich auch eine Fanbase entwickelt haben, die wirklich multikulturell war, gab es dann irgendwann einfach die Frage nicht mehr. Ja. Wir haben ja auch dann englische Posts auf Social Media gemacht, weil es einfach nötig war. Also alles andere wäre verrückt gewesen. Ja. Wir hatten ja auch einen regen Austausch mit unseren Fans auf Social Media über die privaten Nachrichten und das war auch fast ausschließlich auf Englisch. Das heißt, da stellt man die Frage dann gar nicht mehr. Es ist einfach so. Und das ist auch das Schöne. Also das ist ja auch was Schönes, oder? Ich meine, wenn sich so etwas ganz natürlich ergibt und so hat sich das auch immer angefühlt. Wir haben dann auch eine CD gebraucht. Wir wurden danach gefragt. Wir wollten das. Es hat sich schön angefühlt. Wir haben ein paar Songs ausgesucht und auch geschrieben und haben die dann selber produziert, selber das Cover gemacht, günstige Pressung, haben dann da 500 Stück mal. Also richtig oldschool eigentlich ja, noch. Absolut. Ja, absolut. Oldschool, ich meine, es hat funktioniert. Es muss nicht immer Spotify gleich sein. Nein, so, es hat einfach funktioniert und aus der Not heraus und aus der Anfrage heraus. Also es war ein wirklich schönes Gefühl. Und dann haben wir auch Leute kennengelernt aus dem Business, die dann an uns herangetreten sind mit diesen Perspektiven, die es eben sonst noch so gibt. Dann wurde da ein Album produziert, unser erstes King & Potter Album. Wir haben dann auch zu dem Zeitpunkt erst diesen Namen wirklich so entwickelt. Hatte übrigens dann auch den Hintergrund, dass ich teilweise, das finde ich immer wieder irgendwie witzig, Schecks erhalten habe aus Amerika für gewisse Streaming-Abrechnungen. Wir haben natürlich unsere Straßenmusik-Alben auch auf Spotify und Apple Music veröffentlicht. Und diese Schecks waren so unglaublich merkwürdig beschriftet, weil niemand König, das Ö, schreiben konnte. Und dann dachte ich mir, also das geht aber nicht. Jetzt bist du da Musiker und Sänger und fährst da herum und dann kann keiner deinen Namen schreiben. Das ist ja furchtbar. Und
so kam das dann, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen das jetzt übersetzen. Ja? Wir machen jetzt hier keinen verrückten Namen, wir denken uns nichts Großartiges aus, sondern wir heißen so und so, König und Hafner, und weil es keiner schreiben kann, heißen wir King und Potter, fertig. Okay. Das war eigentlich ganz lustig. Bei König und Hafner auch irgendwie was hat. Hat auch was, Ja, ist aber lustig, ja. Ja. das Problem habe ich ja beschrieben. International ist natürlich in dem Fall ein bisschen suboptimal, ja. Und aber wie ist es dann so wirklich, weil das ist ja dann wirklich explodiert, kann man sagen. Ja? Also das ist ja. Ja. Also wie kam es dazu, dass das dann so erfolgreich war mit Radio, Airplay und all dem und drumherum? Ja, also im Grunde genommen haben wir gar nicht an Radio gedacht, in dem Moment, wo wir dieses erste Album produziert haben. Wir dachten Vielleicht einfach ist nur, das der Trick. wir hatten Spaß daran, wir hatten auch unglaublich viel Zeit, wir haben einfach all unsere Songs genommen, die wir je geschrieben hatten, plus neue, plus Ideen für neue Songs und haben einfach mal so ein Konzept gemacht und hatten wirklich die Möglichkeit, aus unserem ganzen vorherigen musikalischen Leben zu schöpfen. Und das hat super Spaß gemacht. Der Prozess war auch gar nicht langwierig und war auch sehr interessant. Wir hatten dann die große Chance, mit einem ganz großartigen Drummer, Christian Eigner, gut, zu arbeiten. Der hat auch auf unserem nicht ersten ganz Album so untalentiert, wie man meinen möchte. gespielt und das war für super, uns ja. auch einfach irre. Ja. Man hört das ja auch auf dem ersten Album, die Energie, die dieses Schlagzeug hat, ist einfach ein Wahnsinn. Ja, das war großartig. Und dann gab es die Idee, das eben auch so zu bemustern beim Radio und zu schauen, ob das nicht jemand spielen möchte, ob das nicht interessant sein könnte für die eine oder andere Radiostation. Es war dann erstmal nicht sehr interessant. As usual. Und tatsächlich war das dann so, dass ich in Tulln durch Zufall den Thomas Kamener getroffen habe, den Ö3-Moderator. Und der hat mich erkannt, weil er mich von der Straße kannte. Und hat mich angesprochen und dann haben wir eben auch über das Album und über unsere damalige Single Blinded by Love gesprochen. Er hat das tatsächlich dann nochmal auf den Tisch geknallt bei Ö3 und so kam das dann überhaupt zum Schuss, wenn man das so sagen kann. Und es gab dann eine gute Resonanz, Gott sei Dank. Also die Menschen, die das hören wollten, waren zu diesem Zeitpunkt zahlreich und haben das dann auch so übernommen und gepusht. Das ist für mich, also das ist so meine bisherige Erfahrung, wenn etwas funktioniert, ja, obwohl ich diesen Approach, diesen Ansatz ja eigentlich nicht so schön finde, wenn man versucht, so Massen zu analysieren. Ich finde das vor allem in Bezug auf Fans und das eigene Publikum eigentlich nicht sehr schön. Aber ich habe den Eindruck, dass es immer dann, wenn es funktioniert, übernommen wird von den Menschen. Also dass man das gar nicht mehr selber macht. Also es wird dann einfach verwendet und es ist dann auch das schönste Gefühl, wenn man merkt, Menschen können etwas damit anfangen. Der eine sieht oder die eine hört und sieht und fühlt das eine in diesem Song und bei einem anderen Menschen ist es etwas ganz anderes, aber es wird dieser Song plötzlich lebendig in den Herzen und den Ohren der Menschen. In dem Fall dann. Ja, also aber funktioniert es ist, für sich selbst. Ich weiß nicht, ob, also, aber nicht im Sinne von, es wurde geplant, also es hat zuerst einen Plan gegeben, der dann funktioniert hat, sondern es gibt einen Song und der beginnt plötzlich Eigenleben zu entwickeln, weil er bei jedem andere Emotionen weckt. Ja, eigentlich schon. Also was ich sagen möchte, ist, dass es so besonders schön ist, wenn man eben, wenn der Song von sich aus auf Wanderung geht. Ja, schön. Und man nicht so einfach nachdrückt und ich denke, man kann eben diesen Erfolg nicht immer festmachen an so ganz einfachen Mustern. Es gibt nicht dieses eine Schema, nach dem du vorgehen musst, damit Musik funktioniert. So läuft das nicht. Und so banal ist die Masse auch nicht. Also, ja, das war jedenfalls sehr interessant, war wirklich toll und wir haben dann eben angefangen plötzlich auf Bühnen zu spielen, auf großen Bühnen, vor vielen Menschen, vor kleinen Menschen, aber eben dann auch vor Fans. Das war ja ein unglaubliches Gefühl. Zum ersten Mal in so einem gefüllten kleinen Saal, ja, wirklich klein, sagen wir mal 100 Menschen, ne, aber die
kannten den Text. Unglaublich. Weißt du eigentlich noch, wo wir uns kennengelernt haben? Muss ich überlegen. Weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, ehrlich gesagt. Weil tatsächlich kennen wir uns schon länger, als du es am Schirm hast, glaube ich. Weil wir haben viele Jobs gemeinsam, also ein paar Jobs jetzt gemeinsam gespielt für MG Sound und so. Aber tatsächlich kennengelernt haben wir uns, und das schlägt nämlich genau in diese Kerbe, ganz kleine und ganz große Geschichten. Das war irgendein Heurigen-Lokal oder so, glaube ich. Warte mal, und irgendwas. ich habe dort gespielt ich mit weiß der es. Nidl. Heurigen Musser. Kann sein. Heurigen Musser. Weiß ich nicht. 2000. Okay. Es könnte sogar noch 2018 gewesen sein. Ja, so gut bin ich nicht. Das weiß ich vielleicht jetzt war es 2019. Ja. Ja, später. Ich weiß, ich habe dort mit der Nidl gespielt Ja. und ihr habt's... Genau, da war auch dieser tolle Elvis Yes, Impersonator. genau, der ist übrigens nicht mehr am Leben. Ich weiß. Und Großartiger Sänger. ja, der war ganz großartig. Ja. Und da war ich fasziniert, da habe ich dich singen gehört und war fertig mit den Nerven. Und kurz darauf habt ihr dann, glaube ich, auf der Hauptbühne Donauinsel schon gespielt. Ja, das könnte sein. Ich mich richtig bin jetzt nicht ganz sicher über den Zeitpunkt, aber ja, ich kann mich doch erinnern. Ja. Jetzt, wo du es sagst. Okay, ja, genau. lustig. Ja, voll. Na, das war toll, ja. War wirklich ein lustiger Abend auch. Also. Ich habe den Rest nur mal sehr dunkel in Erinnerung. Das war nämlich so eine Donaukultur-Sache. Kann mir mit ehrlich dem gesagt Franz Müllner, glaube ich. Der Franz Müllner hat das damals organisiert. Das ist ja auch ein Licht ins Dunkel-Partner, der immer wieder so Gala-Geschichten und Sommerpartys und so weiter organisiert. Gibt es dieses Jahr auch wieder. Wirklich tolle Events, muss man echt sagen. Also die treiben da auch in der Region richtig viel Geld auf für Licht ins Dunkel. Und was da passiert, das ist auch nachverfolgbar. Es sind handfeste Hilfe. Das ist wirklich toll. Da bin ich auch dieses Jahr wieder dabei. Was mir auffällt bei dir in der Zusammenarbeit, und das fällt nicht nur mir auf, sondern das ist ein Ruf, den du genießt, ist, dass jeder sagt, der Benny singt nicht nur Killer, sondern der Benny ist zuverlässig, der Benny ist komplett unkompliziert. Sowas wie den Begriff Starallüren gibt es überhaupt nicht, in keinster Weise. Ist das eventuell, ich meine, das hat natürlich auch viel mit Erziehung wahrscheinlich zu tun, aber ist deine Vergangenheit mit der Straßenmusik und dass du wirklich so aus diesem kleinen Ding herauskommst, ein Grund dafür, dass du so wahrgenommen wirst? Den Grund für das Wahrgenommen werden in der einen oder anderen Weise kann ich jetzt nicht selber so erörtern. Aber ich meine, ich habe ja in der Musik schon wirklich viele verschiedene Seiten erlebt. Und ich weiß nicht, wie man sich fühlt, wenn man von sich denkt, dass man ein Star ist. Ich finde Star, ja, das ist ja eine schöne Sache grundsätzlich, aber es hat auch irgendwie was damit zu tun, dass man sich irgendwie so hervorhebt, irgendwie so ein Stern, der funkelt, also ganz offensichtlich heller als andere. Und ich habe diese Erfahrung nie gemacht. So hat sich Musik und auch musikalischer Erfolg oder sagen wir eben auch monetärer Erfolg, weil das ist ja natürlich auch eine wichtige Sache, wenn man versucht von der Musik zu leben, hat sich so nie angefühlt, sondern ich war immer dankbar für alles, was ich erreichen durfte in der Musik. Also wenn ein Publikum dich gut aufnimmt, wenn ein Publikum mitmacht bei einem Live-Konzert, dich unterstützt, wir brauchen das Publikum, wenn sie deine Songs plötzlich auch verbreiten untereinander, das ist ja ein Geschenk. Und ich weiß nicht, ich kann da nicht so ganz den Grund finden, nicht da so hochnäsig zu werden. Es wäre aber tatsächlich auch eine Sache, die mir sehr unangenehm wäre. Und ich würde unbedingt darauf aufmerksam gemacht werden wollen. Wäre das schöner der Fall? Satz. Ja. Na wirklich, weil das ist, ich denke, sowas kann auch schnell mal passieren. Ja, ich denke, es gibt auch viele, die aus Angst unglaublich arrogant wirken können. Und das muss man auch verstehen. Es ist gar nicht so einfach, sich
vor viele Menschen zu stellen, vor allem oder auch vor wenige Menschen, kann auch ganz, ganz heftig sein, wenn man etwas von sich selber herzeigt, was so ganz tief aus dem eigenen Herzen kommt. Bei mir ist das zum Beispiel jedes Mal so, wenn ich einen Song alleine schreibe und den zum ersten Mal herzeige, das ist mir so unglaublich peinlich. Da weiß ich gar nicht, wie ich mich fühlen soll. Also klar, weil du von dir ist ganz was anderes, als wenn du jetzt schnell einmal Unchain My Heart singst. Oder was. Genau. Ja, klar. Das ist wirklich, als würdest du Tagebuch schreiben. Ja. Und zwar an einem ereignisreichen Tag und das dann so herzeigen. So fühlt es sich an. Ja. Also, schöne Metapher, ja. Also ich kann dir versichern, dass ich muss dich darauf nicht aufmerksam machen. Also in meiner Wahrnehmung definitiv. Und in unserer Peer Group, in der wir so verkehren, bist du nicht nur sehr beliebt wegen deiner Qualifikation, die ganz, ganz hochwertig ist, sondern auch wegen dem, was wir alle von deinem Charakter wahrnehmen. Ich glaube, das kann ich so durchaus sagen. Gebe ich gerne und auch ehrlich zurück. Oh, Dankeschön. Ja. Du machst jetzt nebenbei, oder hast ihn sogar schon gemacht, den Pilotenschein. Ja, richtig. Ja. Why? Naja, also für mich gab es in meinem Leben immer nur 2 Dinge. Musik und Fliegen. Das war immer schon ein großer Traum von mir. Als Kind war ich schon absolut vernarrt in das Fliegen. Das hat unterschiedliche Gründe. Ich interessiere mich tatsächlich für die technischen Aspekte. Ich finde aber auch etwas ganz Romantisches im Fliegen an sich. Das hat gar nichts zu tun mit dem über den Dingen schweben. Das hat etwas zu tun mit dem Erleben von Natur auf einer ganz anderen Ebene, also im wortwörtlichsten Sinne einer anderen Ebene, aber in anderer Weise. Man begegnet der Natur wirklich anders. Also wenn man zum ersten Mal, sagen wir mal, in so einen Segelflieger zum Beispiel steigt, der ja wirklich ohne Motor funktioniert, es ist unglaublich, wie man mit der Luft im Einklang unterwegs sein muss und mit dem Wind eben, wie man die Dinge auch spürt. Das ist wunderschön und auch wie die Perspektive plötzlich sich verändert. Das ist etwas Faszinierendes. Und das Metaebene eigentlich. Das zu verbinden mit Technik ist für mich eine wirklich tolle, interessante Sache. Das hat mich eben als Kind schon gepackt und ich habe das so über die letzten Jahre immer wieder dann gestartet mit dem Privatpilotenschein und so weiter, habe das dann immer weiter ausgebildet und bin jetzt doch schon recht weit mit meinen Berechtigungen, Lizenzen und interessiere mich eben auch für die Zukunft der Luftfahrt, was da eben so passieren wird. Das ist ein Bereich, der für mich auch viel Ausgleich bedeutet zur Musik. Gibt es ja doch auch sehr viele, manch einer würde vielleicht sagen, sture Aspekte, wo es einfach wirklich um klare Abläufe, Checklisten, Fakten geht. Da wird nicht viel erfühlt, sondern da erfüllt eher. Ja, als erfüllt, ja. Und das tut auch ganz gut in Zeiten wie diesen, wo doch so viel unklar ist und wo so viel empfunden wird und eigentlich nie so ganz klar ist, was jetzt richtig oder falsch ist. Und es tut dann doch ganz gut, ab und zu klare und beinharte Entscheidungen treffen zu dürfen und zu müssen. Cool. Bevor wir uns kurz über die Session, die wir jetzt noch machen werden, auf die ich mich besonders freue, unterhalten werden noch. Was heißt unterhalten? Ich werde es dann ankündigen, was wir tun. Und ich hoffe, du willigst ein. Aber ich immer die gleiche Frage an alle unsere Gäste. Nämlich, wir haben auch sehr viele junge Zuseherinnen und Zuseher, die gerade erst zu beginnen, irgendwie das zu tun, was wir schon länger tun. Was kannst du aufgrund deiner Erfahrung für einen Tipp geben, wo du sagst, das ist die große Überschrift, wäre für dich der wichtigste Tipp, den du jemandem auf den Weg geben möchtest? Also ich verweigere das Format Überschrift, okay, aber
Ich würde versuchen, es ganz knapp zu halten. Und zwar, ich denke, es ist ganz wichtig, die eigenen Ideen, die eigenen Songs, was auch immer es ist, das eigene musikalische Gut als Kapital zu sehen. Das ist etwas unglaublich Wertvolles, was man hat und womit man verantwortungsvoll umgehen muss, in meinen Augen. Es gibt unglaublich viele Gurus, die einem Schemata aufzeigen, die man befolgen muss, um erfolgreich zu sein, um, weiß ich nicht, in sozialen Gruppen und Netzwerken erfolgreich zu sein. Ich denke, man sollte auf sein Bauchgefühl hören, man sollte sich selbst und seine Talente und sein Kapital erkennen, denn das ist nicht immer einfach Geld, sondern es ist vor allem, sind das die Talente und das, was einen wirklich ausmacht, musikalisch in unserem Fall. Und ich glaube, du weißt, was ich meine. Es ist auch unglaublich leicht, leider, als junge Künstlerin oder als junger Künstler in so richtige Fallen zu tappen. Wenn du zum Beispiel anfängst, deine Urheberrechte herzugeben, damit du unterstützt wirst, weil du einen Arbeitsvorschuss brauchst von jemandem, weil du dir Produktionen nicht leisten kannst, was auch immer. Und ich denke, dass man, wenn man selber Songs entwickelt hat, ein Konzept entwickelt hat für sich als Künstler oder als Künstlerin, dann hat man schon unglaublich viel geschafft. Dann ist man schon sehr weit gegangen und wenn man schon vor Menschen aufgetreten ist, dann hat man schon einen Überwindungsprozess durchgemacht. Da ist man doch schon einiges wert, würde ich sagen, auf dem Markt, wenn man das mal so betrachten möchte. Ich denke, das sind so Dinge, die man sich überlegen sollte, wie viel man eigentlich schon wert ist, auch wenn man noch überhaupt nicht im Radio läuft, noch keine großen Konzerte gegeben hat, vielleicht sogar das ein oder andere gehört hat, was einen demotiviert hat auf dem Weg. Es ist sehr, sehr wertvoll, was die Künstlerinnen und Künstler beitragen in unseren Gesellschaften. Meiner Erfahrung nach da nicht immer nur um Kohle, sondern tatsächlich auch, und ich habe aufgehört, das zu tun, wenn ich einen Song geschrieben habe, ist das mein Song. Komme, was wolle. Ja. Also diese ganzen Geschäfteln, die so üblich sind, naja, weißt du, da machen wir 50-50, dafür kriegst du, das mache ich nicht mehr. Weil ich das einmal bei einer großen Produktion gemacht habe, die wirklich sehr erfolgreich war in Österreich. Und ich das bis heute bereue, dass ich das abgeteilt habe, obwohl es mein Song war. Und da geht es mir aber nicht um die Kohle, sondern das ist mein Baby. Und also ich weiß da total. Ich verstehe voll, was du meinst. Ich denke, man sollte sich mit dem Thema auseinandersetzen und es sollte einen von der Zusammenarbeit mit anderen nicht abhalten. Nein, Zusammenarbeit ist in Ordnung. Zusammenarbeit ist ja was anderes. Wenn man das zusammen kreiert, ist es ja nicht mehr das Baby von einem. Ja, genau. Aber zu sagen, weiß ich nicht, du kriegst 50% davon oder keine Ahnung und dafür passiert dann irgendetwas anderes oder so. Da gibt es so diese komischen Deals irgendwie. Genau. Ja. Und das ist eben die große Gefahr in meinen Augen, dass heute auf junge oder sagen wir neue Künstlerinnen und Künstler diese Informationsüberflut einprescht. Da heißt es, jeden Tag ein Reel posten, jeden zweiten Tag eine Story, ich sag jetzt irgendwas. Ich denke, was fühlt sich gut an für dich? Was möchtest du vermitteln? Was möchtest du erzählen? Und welcher Takt auf Social Media zum Beispiel passt zu dem, was du erzählen möchtest? Oder machst du es vielleicht ganz anders? Ich glaube nicht an diese Rezepte. Man kann nicht auf Google das Rezept finden, wie man in einem halben Jahr in den Airplay-Charts auf Nummer 1 sonst wird es ja jeder machen. Ja, so ist es einfach nicht. Aber es wird oft, so zumindest scheint es mir so, wird es so betrieben. Ja, und ich finde, da sollte man sich gar nicht zu sehr einschüchtern lassen. Auch ein Mensch, der unglaublich schüchtern ist und wirkt und vielleicht nie aufhört, schüchtern zu wirken, kann erfolgreich sein und kann einen großen musikalischen und sozialen Reichtum ernten, zu allermindest, mit dem, was er macht oder was sie macht. Also
Cool, das ist einmal ein Tipp, den hatten wir so in der Form noch nicht. Lieber Benny, pass auf. Wir haben ja grundsätzlich ausgemacht, dass wir einen Song heute noch performen. Jetzt kommt. Performen, wie man neudeutsch sagt. Ja. Ich habe mit dem Konsti gesprochen und wir würden sehr gerne, also eigentlich kam das von mir, weil ich liebe diesen Song total. Berlin, 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 Berlin. Aha. Und und der ist jetzt da von euch natürlich sehr, ich sag mal, Ö3-tauglich irgendwie produziert. Und ich weiß, dass du gut Klavier spielst. Das heißt, ich würde es gerne irgendwie machen, du am Klavier und Stimme und ich Bass und da kannst du Schlagzeug. Kannst du dir das, ich habe es rausgeschrieben. Glaubst, machen wir das einfach mal so? Also, ich würde sagen, versuchen wir es halt mal. Okay. Also, ich kann für nichts garantieren, aber cool. Aber ich versuche es gern. Passt. Mit euch. Das wird sicher gern. Ja. Dann sage ich vielen Dank fürs Kommen und Danke ich hoffe, für das Gespräch. Ja. Ich hoffe, dir hat es gefallen und du klickst das nächste Mal wieder drauf bei Prosartig. Und jetzt geht's direkt zur Session mit Benny König. Trying to get drunk but I can't. Try to forget but remember. Wasting time in Berlin. I won't forget to remember. Bugatti, Ferrari, Gucci to Armani, Lamborghinis in a mansion at the beach. Flying a Learjet, belonging to the jet set. All this shit meant nothing to us. We had the fire in Berlin. All out of nothing in Berlin. Ooh. Out of luck at the slots, but we got high on each other. Couldn't pay for your shots, but we were friends, we were lovers. You were looking so pretty, the lights of the city reflected in your eyes. No money, no nothing was down to our love in the end. We had the fire in Berlin. All out of nothing in Berlin. You took me higher in Berlin. Down to our loving in Berlin. Could have been forever in Berlin, 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 Berlin. I'm trying to remember everything between me and you. Bugatti, Ferrari, Gucci to Armani, Lamborghinis in a mansion at the beach. Flying a Learjet, belonging to the jet set. All these things don't matter to, all this shit don't matter to, never really matter to, never ever matter to. No, all this shit meant nothing to me.